Hey FlowFinder, herzlich willkommen. Heute werden wir uns ansehen, wie du zur coolsten Person im Raum wirst. Und das bedeutet, wie du beispielsweise, wenn du als Neuling zu einem Yogakurs dazu stößt, ja, wenn du zum Beispiel neue Leute kennenlernst oder womöglich auf einer Party eine gesamte Gruppe für dich gewinnen möchtest, wie du das Ganze anstellst und instantan Sympathie bei diesen Leuten aufbaust. Also, wie bereits angekündigt, werden wir uns in diesem Video die absolute Grundlage ansehen, wenn es um soziale Dynamiken geht. Okay? Das heißt nicht, wenn du alleine mit dir irgendwie was machst, sondern wenn du in eine Gruppe neu dazukommst, wie du es schaffst, nicht einfach das Mauerblümchen zu sein, schüchtern zu sein, ja? Irgendwie das 5. Rad am Wagen zu sein, sondern wie du das alles ablegst und die Gruppe blitzschnell für dich gewinnst, wie du Sympathie aufbaust, wie du beliebt wirst sozusagen. Das ist ja eine der wichtigsten Erkenntnisse in meinem Leben gewesen, was Kommunikation angeht. Und womöglich weißt du das gar nicht, aber das ist wirklich enorm wichtig, von zentraler Bedeutung. Und ich möchte das jetzt mit dir teilen und anfangen möchte ich mit einem sehr einfachen Beispiel. Tut nicht weh, ist super schnell gemacht und ich möchte, dass du mitmachst, okay? Ich möchte, dass du deine Arme nimmst oder deine Hände und diese verschränkst. Mach das bitte. Wenn du das gemacht hast, dann möchte ich, dass du das Ganze umdrehst und genau andersrum deine Hände verschränkst. Okay? Mach das bitte. Und du merkst jetzt schon, irgendwas passt da nicht. Ja, irgendwas ist komisch. Das bezeichnet man im Übrigen, also du kannst die Hände jetzt wieder auseinandernehmen, das bezeichnet man im Übrigen als kognitive Dissonanz. Und man könnte jetzt tief darauf einsteigen, was das ist, aber im Wesentlichen sagt man dazu in der Sozialpsychologie, dass es einfach ein unangenehm empfundener Gefühlszustand ist. Es passt einfach nicht. So ist es, okay? Aber wenn ich das Ganze umdrehe, passt das Ganze irgendwie nicht, okay? Es passt einfach nicht. Und genau das ist einer der größten Einflussfaktoren bei jeder Gruppendynamik. Ich gebe dir jetzt ein konkretes Beispiel. Ich bin mir sicher, du weißt, wie das früher in der Schule lief. Am ersten Schultag war es meistens so, dass man in die Klasse gekommen ist und man konnte sich seinen Sitzplatz auswählen. Ja? Wer als erstes kommt, der malt. Und dann ist man reingekommen, hat sich seinen Sitzplatz gesucht. Man wollte natürlich jetzt nicht unbedingt am Lehrerpult sitzen, das war nicht besonders cool. Und dann hat man sich dort hingesetzt. Das war schon mal das Erste. Am ersten, zweiten Tag wurden ungefähr so die Sitzplätze vergeben. Weil wenn du dann, ich weiß nicht, eine Woche später herkommst und dann auf einem anderen Platz sitzt, ja, wo schon jemand anders natürlich gesessen ist die letzten paar Tage, ganz ehrlich, dann würde derjenige, wenn er in das Zimmer oder in das Klassenzimmer in dem Fall reinkommt, dich dumm anschauen, weil ich denke, Moment mal, ja, vielleicht wurde da sogar schon die Sitzordnung festgelegt vom Lehrer und das ist seltsam. Du kannst nicht einfach dann von diesem Platz auf einen anderen Platz gehen. Und das ist noch so das harmloseste. Viel schlimmer wird es, was einfach tatsächlich deine Person angeht und wie sie von anderen wahrgenommen wird. Das bedeutet, in den ersten paar Tagen kriegt sozusagen jeder seine Rolle zugewiesen. Es gibt Leute, die sind einfach normal, es gibt Leute, die haben einfach so einen losen Mund und die reden viel, die machen Witze, die sind sozusagen die Klassenclowns. Und es gibt die man, wie bereits erwähnt, als Mauerblümchen bezeichnen könnte. Das sind die ständig ruhig sind. Und das Ding ist, wenn beispielsweise nach einem Monat oder selbst nach einer Woche sich diese Gruppendynamik gebildet hat und jeder diese Rollen zugeteilt bekommen hat, wenn jetzt das Mauerblümchen hergeht und irgendwie mitten in der Stunde irgendeinen Witz bringt, ja, wo normalerweise alle lachen würden, zum Beispiel bei dem Klassenclown würden alle anfangen zu lachen, weil sie wissen, oh, das, was er oder sie sagt, das ist witzig. Wenn aber jetzt das Mauerblümchen irgendwas Tolles sogar bringt, da würden alle auf einmal denken, ja, diese Geschichte hier, okay? Es ist komisch, es passt nicht zu dieser Person. Diese Person hat die Rolle, ruhig zu sein, ja? Einfach in diesem Narrativ sich zu bewegen, nicht da rauszufallen. Das ist das, was du verstehen musst. Innerhalb der ersten Zeit, in jeder Gruppendynamik, kriegt jeder eine Rolle zugewiesen und in diesem Narrativ dann, ja, auf dieser Ebene muss er sich bewegen und darf da nicht rausfallen. Das ist das, was du aus diesem Video mitnehmen solltest. Nimm das bitte mit, du musst sofort deinen Mund aufmachen, wenn du in eine neue Gruppe dazukommst. Und ich glaube, das ist dir vielleicht gar nicht bewusst, denn wenn du das ab jetzt immer mal betrachtest, dann wirst du Folgendes merken. Ich möchte das mit einem Beispiel hier kurz verdeutlichen, wann ich das gemerkt habe, wann das bei mir Klick gemacht hatte. Und das wirst du mit Sicherheit ab jetzt auch beobachten können, dass eben die Menschen, die beliebt sind, die Menschen, die sympathisch sind, die Gruppen für sich gewinnen, sofort den Mund aufmachen. Und bei mir war es damals so, das war in einer bestimmten Vorlesung, damals noch, als ich studiert habe, und wir hatten
einen Exkurs vom Studium aus und da sind wir in einem BMW-Werk gewesen und haben uns angeschaut, wie Autos dort zusammengesetzt werden. Und ich erinnere mich ganz genau, da wurde diese Gruppe zusammengestellt, das war jetzt kein festes Kollektiv, sondern wir sind da zusammengekommen, das war nur eine bestimmte Vorlesung in diesem Semester, sind dahin. Und als wir diese Gruppenführung angefangen haben, da gab es diese Frau, die sozusagen uns durch das Werk geführt hat. Und das Erste, was sie damals gesagt hat, ist, okay, hier werden bei uns die Sitze bezogen. Das war so das Erste, was wir angeschaut haben. Und ich weiß, dass sie uns gesagt hat, die Sitze werden hier bezogen und rein theoretisch, wenn der Kunde will, kann er sogar sein eigenes Leder mitbringen. Wir haben sogar solche Kunden. Und einer in dieser Gruppe, ich werde das nie vergessen, und vielleicht ist das jetzt gar nicht so witzig, aber er hat gesagt, ich weiß es noch ganz genau, er hat gesagt, also kann ich dann theoretisch meine eigene Kuh mitbringen und sie beziehen mir damit die Sitze. Okay? Ich meine, das ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen und mit Sicherheit jetzt kein Schenkelklopfer, aber in dem Moment war es super witzig und die gesamte Gruppe hat gelacht. Ja, die Frau hat selber gelacht und in diesem Moment, ich weiß nicht warum, aber bei mir hat es wirklich Klick gemacht und ich habe verstanden, so, oh, okay, er hat relativ schnell gleich am Anfang diesen Witz gebracht und hat sozusagen die Weichen dafür gestellt, dass er dieser witzige, lockere Typ ist. Dann im Laufe der nächsten, 1-2 Stunden hat er immer wieder Witze gebracht, aber ich habe gemerkt, gleich am Anfang hat er dieses Narrativ für sich eben beansprucht oder diese Rolle und gesagt, ich bin jemand, der witzig ist, ich habe Humor und alle Leute haben das akzeptiert. Und völlig egal, was er danach gesagt hat, alle haben angefangen zu lachen. Und das ist, ich weiß es nicht, mir ist es da wie die Schuppen von den Augen gefallen. Es war einfach so klar in dem Moment zu sehen, wie eine solche Gruppendynamik abläuft. Und das hast du überall. Ich möchte, dass du ab jetzt, egal wo du hinkommst, okay, sofort deinen Mund aufmachst. Wenn du beispielsweise in eine neue Gruppe dazukommst, wo du vorgestellt wirst, völlig egal, ob die Leute sich untereinander kennen und du der Neuling oder die Neue bist oder ob keiner sich in dieser Gruppe kennt. Übernimm die Führung, übernimm die Verantwortung, sofort etwas zu sagen. Ja, sag irgendwas. Vielleicht sind da irgendwelche Frauen da und dann würde ich sagen, hey, das sind echt coole Schuhe. Oder jemand hat ein interessantes Armkettchen, dann sage ich, hey, das ist ja interessant, wo kriegt man sowas? Hat das irgendwas zu bedeuten? Das Wichtigste ist, dass ich den Mund aufmache. Denn wenn ich das nicht mache und total ruhig dastehe, ja, und alle Leute sich dann unterhalten beispielsweise und 20 Minuten später, auf einmal komme ich auf die Idee, stehe mit meinem Getränk da und dann fällt mir irgendwas ein und dann boom, ja, dann bringe ich das, mache irgendeinen Witz, erzähle irgendeine Story oder sonst irgendwas und hey, ja, erwarte dann, dass die Leute lachen. Alle werden dann erst einmal vielleicht aus Höflichkeit lachen, aber es ist so, Moment mal, ja, das ist so wie mit den Händen, es ist kognitive Dissonanz, es ist unangenehm, es ist komisch, wenn jemand aus seiner eigenen Rolle rausfällt. Denn wenn jemand aus der Rolle rausfällt, dann ist es insbesondere so, dass wir nicht wissen, wie wir den Menschen einschätzen sollen. Er ist unberechenbar, er ist komisch, wir können ihm nicht wirklich vertrauen, es ist seltsam. Deshalb willst du gleich am Anfang, wenn du eine Gruppe für dich gewinnen möchtest, wirklich, das ist so eine Schlüsselrealisation für mich gewesen. Mach den Mund auf in den ersten 30 Sekunden. Völlig egal, was du sagst, das sollte natürlich nicht der letzte Stuss sein, aber mach den Mund auf. Das ist von zentraler Bedeutung, damit du von der Gruppe auch als jemand wahrgenommen wirst, der eben sozial ist, der diese Fähigkeiten hat. Und insbesondere solltest du natürlich versuchen, das Ganze mit Humor zu untermauern. Das ist das Beste, das ist der beste Eisbrecher, wenn du neue Menschen kennenlernst. Und das, was für dich jetzt von Relevanz ist, ist natürlich einfach nur das mitzunehmen. Mauerblümchen verwandelt sich nicht einfach so in den Gruppenleader, der super sympathisch ist, ja, der Leute zum Lachen bringt. Das musst du am Anfang sofort festlegen. Jetzt entstehen aber 2 Problempunkte, wo die meisten Leute sagen würden, zum einen, Eugen, ich würde das ja gern machen, aber ich bin so schüchtern. Und das hat mit folgendem Hintergrund zu tun. Du bist, so wie du jetzt programmiert bist, einfach auf dieses Narrativ ausgerichtet, weil es dir natürlich Sicherheit gibt. Ich habe da ein eigenes Video dazu gemacht und früher war es zum Teil so, dass wir in Stämmen gelebt haben, ja, wenn wir jetzt ein paar tausend Jahre zurückgehen und da wusste jeder, wer du bist. Dass du vielleicht irgendwie mal von einem Schmetterling dich erschrocken hast, das aus den Büschen gekommen ist und du hast panisch darauf reagiert und hattest Angst, dass das irgendwie ein wildes Tier ist, das dich umbringt oder dass du dir, weiß ich nicht, irgendwie mal in die Hosen gemacht hast oder dass du einfach jemand bist, der super schüchtern ist, ja, der ängstlich ist, der noch nie eine Frau angesprochen hat. Und dann gab es jemanden, der ist auf den Baum geklettert, hat einfach den Bienenstock genommen, runtergeworfen, damit die anderen Honig hatten, wurde dabei 20 Mal gestochen, aber ihm war das egal, oder ihr vielleicht. Ja. Das war jemand, der super mutig war. Er hat die Gruppe angeführt.
jeder hat seine Rollen gehabt. Und das war auch in Ordnung, das war cool und damit hast du dich identifiziert und hast ein Leben lang diese Rolle gefahren. Heute allerdings ist es so, dass wenn du zum Beispiel in eine andere Stadt fährst, du könntest theoretisch ein komplett neuer Mensch sein. Du könntest ein neues Leben beginnen. Niemand weiß, wer du wirklich bist. Aber das Problem ist, dass diese limitierenden Glaubenssätze so stark sind, dass du leider daran arbeiten musst. Und damit du sozial frei wirst, damit du diese Schüchternheit ablegst, solltest du, und ich sage das immer wieder, einfach eine Challenge machen, wo du über 30 Tage hinweg neue Leute ansprichst. Wie du das Ganze machst, wie du da vorgehst, ja, schau dir dazu mein entsprechendes Video an. Das habe ich unterhalb des Videos verlinkt, natürlich in der Infobox oder klick einfach hier oben. Das ist der erste Problempunkt. Viele Leute sagen, ich weiß nicht, ja, ich würde es ja gerne machen, aber ich bin zu schüchtern. Und der zweite Punkt ist der, dass Leute nicht wissen, was sie sagen sollen, wie sie kommunizieren. Und dafür haben wir ein richtig cooles Intensivtraining bzw. ein Online-Training, ein exklusives Online-Training für dich zusammengestellt. Es ist absolut kostenfrei, es ist 90 Minuten lang und darin gehe ich auf all diese Bereiche ein, die notwendig sind, um einfach richtig cool kommunizieren zu können. Beispielsweise, wie du ohne Ansprechangst andere Menschen ansprichst, wie du coole Gespräche führst, ja, wie du interessant als Person wirst, wie du beispielsweise auch richtig flirtest, Gespräche sexualisierst, wie du andere Menschen zum Lachen bringst, wie du es schaffst, das Vertrauen anderer Menschen zu gewinnen, ja, wie du sie überzeugst und alle möglichen Bereiche eben, die notwendig sind, um einfach zu diesen Menschenmagneten zu werden. Das ist der Punkt. Es wird eines der besten Investments deiner Zeit werden. Schau es dir auf jeden Fall an. Ja, den Link findest du dazu natürlich unterhalb des Videos in der Infobox oder einfach hier klicken. Okay, dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, falls noch nicht geschehen. Vielen Dank für jede positive Bewertung. Wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und nutze dein Potenzial.